Ich habe dieses Jahr am International Lighthouse Lightship Weekend teilgenommen. Dafür war ich mit ein paar befreundeten OMs am Camp Kanin Oberfeuer, Nähe Usedom. Mehr dazu erfahrt ihr gleich. Falls ihr das ILLW-Event nicht kennt, hier ein paar wichtige Infos dazu. Im Rahmen dieses Events wird an oder sogar auf Leuchttürmen gefunkt. Jeder Leuchtturm hat eine internationale eindeutige ID, welche dann bei den QSOs angegeben wird. Das Event ist nicht ein typischer Contest, sondern nur eine abgesprochene Aktivität. Somit gibt es auch weniger Regeln, die den Funkspaß mindern. Jährlich nehmen mehr als 500 Stationen aus über 40 Ländern teil. Somit ist das Amateurfunk-Event wohl einer der beliebtesten weltweit. Du willst mich und meine Projekte unterstützen? Dann werde mein Patreon auf patreon.com/tysonpower oder spende mir per paypal.me/tynet.eu. Links dazu sind in der Videobeschreibung. Ich war dieses Jahr bei meinem ersten ILLW-Event am Camp Kanin Oberfeuer nähe Usedom im Nordosten Deutschlands. Zusammen mit den 3 befreundeten OMs Christian DL7 AG, Martin DL7 KM und Michael DD0 OL haben wir dort in etwa eine Woche verbracht. Die Fahrt dorthin freitags war für mich mit über 700 Kilometern recht lang, aber relativ angenehm, bis auf die letzten Kilometer. Dort fuhr ich dann teilweise nur noch im Schritttempo über total kaputtes Kopfsteinpflaster sowie Betonplatten. Wer kommt auf die Idee, asphaltiert hier, aber asphaltiert nicht dort? Das sind 100 Meter, da reißt es dir das Auto auseinander. Aber auch das habe ich überstanden. Am Wochenende haben wir somit zusammen auf verschiedensten Bändern QSOs geführt und verschiedenste andere Leuchttürme kontaktiert, sowie auch mit anderen Stationen gesprochen. Wir waren auf Kurzwelle, FM-Satelliten und natürlich auch auf QU100 aktiv und hatten alle sehr viel Spaß dabei. Weil das Event kein Contest ist, finden die Aktivitäten auch rund um das Wochenende statt. So hörte man auch in den folgenden Tagen immer wieder Lighthouse-Stationen. Wir nutzen die Feldwoche zudem auch, um verschiedenste QU100-Setups zu testen, von Empfängern über Sender bis hin zu Antennen. Dabei erstaunte uns die von Michael mitgebrachte Vimo-Patch-Antenne, welche mit minimalem Ausrichtaufwand ein sehr gute Signalstärken auf QU100 brachte. Auch konnte ich mein erstes SSB-QSO mit meiner eigenen Hardware über den stationären Satelliten führen. Dafür nutzte ich einen Pluto-SDR sowie einen WLAN-Verstärker. Die Ausgangsleistung schätze ich hier in etwa auf 2 Watt. In Zukunft werde ich mit diesem Setup wohl auch in etwas angepasster Form von meinem QTH aus auf QU100 zu hören sein. Im Laufe der Woche habe ich auch noch einige Bilder von Wettersatelliten empfangen und in anderen OMs das ganze Thema vorgestellt. Der neue Meteor M2N2 ließ sich mit einer Arrow Yagi wirklich sehr gut empfangen und brachte mir wirklich tolle Bilder. Aber auch HRPT habe ich vom ILLW-Standort probiert, was auch ganz gut klappte, auch wenn der Horizont nicht perfekt war. Das Nachführen der 1 Meter großen Satzschüssel per Hand sorgte für etwas Aufsehen bei den anderen Funkern. Sowas ist nun mal nicht Alltag im Amateurfunk. Das Event war ein guter Anlass für die Feldwoche und hat für volle Bänder gesorgt. Aber vor allem das Testen der verschiedenen QU100-Setups, weitere Funkexperimente sowie der Austausch mit den anderen OMs über verschiedenste Themenbereiche rund um Amateurfunk hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dir hat das Video gefallen? Dann gib einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere mich, damit du keine neuen Videos verpasst. Informationen zu geplanten Videos inklusive dem aktuellen Status sowie mein FAQ und weitere Beiträge findest du auf meiner Website unter tysonpower.de. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.